Hallo liebe Kampfsportfreunde, die besten Geschichten, die schreibt ja bekanntermaßen der Zufall und der hat uns auch heute ein bisschen unter die Arme gegriffen, denn wir hatten ein Interview anberaumt, eigentlich mit Ismail Naudiev, dem UFC-Veteranen, der jetzt kürzlich erst einen Brave-Vertrag unterschrieben hat, am 1. April debütieren wird und sich aktuell in Las Vegas befindet, dort unter anderem mit den Azaitar-Brüdern trainiert und Ottman Azaitar, der hat kurzzeitig mal dieses Interview gesprengt, das Handy von Ismail Naudiev entführt und da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, ihn mal auf die Situation auf Fight Island anzusprechen, die ihn um ein Haar seinen Job in der UFC gekostet hätte. Was er zu sagen hatte, das hört er jetzt. Oh, da ist er schon wieder. Da ist auch Ottman. Sei gegrüßt. Hallöchen. Willkommen zurück in der UFC. Und netter Move beim Media Day, I'm back und mal kurz mit der Tasche wedeln. Oh, hat man das gesehen? Gesehen habe ich es nicht, ich habe es nur gelesen. Ich weiß nicht, ob es das als Video gibt, aber es haben ein, zwei Leute auf jeden Fall im Internet gepostet. Also nette Aktion. Glückwunsch, dass du zurück bist. Sag mal, Ottman, ist das dieselbe Suite, in der wir vor 2 Jahren waren oder ist das ein anderes Hotel? Das kommt mir irgendwie alles sehr bekannt vor. Hotel, das ist ein anderes Hotel. Das ist Win Hotel. Wir, glaube ich, wir waren Aria Sky. Ja, wir Ist waren das im das Aria, Interview? Ja. Ach du Scheiße, ich dachte nur ganz Ja, normal. also direkt mal das Interview gebombt. Oh, ich bin gerade aufgemacht. Gib mir 5 Minuten und ich komme zurück. Ja, leg dich wieder hin. Ja gut, dann ist es natürlich nicht schlecht, dass du jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben hast. Hey, Ottman, frisch gestylt am Start, sei gegrüßt, Mann. Ja, weiß ich gar nicht. Machen wir Doppelinterview draus oder was? Was ist das hier für ein Interview? Das ist ein wegen meinem Ja, ich habe dich gefragt. Ich habe dich nicht gefragt. Ich habe ihn gefragt. Das ist ein Sorry, Interview für die größte deutsche Kampfsportplattform, Fighting.de. Sehr, sehr gute Jungs. Und wir freuen uns natürlich, dass das endlich rausgekommen ist, was in deiner Tasche war, Ottman. Kartoffeln, wer hätte es gedacht? Oh. Hey, Entschuldigung, eine Frage. Moment mal ganz. Warum sieht man uns nicht? da sieht man so klein. Okay, gut. So, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was der dir gesagt hat, aber der weiß es selber nicht. Der war ja nicht dabei. Ja. Warte mal, ich wollte dir das zeigen. Erstmal so, ne? Natürlich. Jetzt aber. Ich zeig dir erst. Wie kann man Kamera drehen? Moment. Ist hier schon gedreht, ne? Nein, ist nicht gedreht. Das stimmt. Ottman ist natürlich ein Pro. Wenn wir das Ding jetzt drehen, ist es sogar noch besser. Da hast du recht. Okay, hier, das ist Ismail. Ja. Super. Das ist mein Haupt. Das Das Ding kenne kennst ich, du, ja. ja. Das ist dein Lieblingsgerät. Dann zeige ich dir jetzt ganz Vegas. Ups, Moment. So schaut ihr aus. Das ist Ismails Zimmer. Ja. Okay. Und Moment, ich zeige dir Ismails Schlafzimmer. Ismails Schlafzimmer ist da. Dann hat Ismail hier seine Supplemente. Ismail, du weißt, der ist ein kleines bisschen unordentlicher als ich. Aber hier habe ich ein bisschen Ordnung verschafft. So, hier seine Supplemente. Okay. Oh shit. Unfall. Okay, Versicherung. Direkt erstmal den Flurschaden an der Tür gemacht. Wunderbar. Ottman, wenn ich dich einmal dran habe, mit dieser ganzen Taschenaktion gab es natürlich online jede Menge Hate. Die Leute haben spekuliert, alle Leute haben irgendwas erzählt. Und die wenigsten haben eine Chance gehabt und ich glaube, die wenigsten haben auch versucht, überhaupt mit dir mal darüber zu sprechen. Jetzt habe ich dich einmal dran. Willst du vielleicht selbst mal was dazu sagen? Die eine oder andere Sache klarrücken? Weil alle haben natürlich sofort gesagt, da sind Steroide drin, da ist dies drin, das drin. Ich bin seit gestern Abend ein bisschen krank. Du kannst das wahrscheinlich an meiner Stimme hören. Also, okay. Deswegen will ich nicht so lange reden. Aber die Sache ist, ich sag mal so, da du mich jetzt drauf... Die Sache ist, es ist manchmal so lustig, ne? Und ich liebe das manchmal, voreilig verurteilt zu werden. Also, ich liebe das manchmal, wenn du ein Ü-Ei in der Hand hältst und du weißt nicht, was da drin ist und du denkst, boah, das ist irgendwas, worauf du dich sehr, sehr freust und dann machst du es auf, dann ist auf einmal irgendwas Sinnloses da oder etwas, was du gar nicht magst. Und genau das Gegenteil. Du denkst, boah, da ist was Schlechtes, dann öffnest du das, dann denkst du, boah, das mag ich voll, okay?
Was ich dir jetzt damit sagen wollte, das ist so ein kleines bisschen Rätsel, ne? Die Leute urteilen immer sehr voreilig und. Aber das kennt ihr ja schon, ne? Und ganz ehrlich, keiner von diesen Leuten bezahlt wieder meine Miete. Keiner dieser Leute interessiert es, ob es mir gut geht oder nicht. Also ich rede nicht von allen Zuschauern oder allen Supporter. Weißt du, ich habe viele Unterstützer gehabt, ne? Aber die meisten sind natürlich auch schadenfroh. Weißt du, selbst manche Freunde, die wirklich so nah sind, die wünschen dir das Beste, die wünschen dir alles. Aber wenn du das erreicht hast, wirklich, die wünschen dir das wirklich vom Herzen. Aber wenn du das erreicht hast, hassen die dich dafür. Weißt du, was ich meine? Aber man muss langsam, über die Jahre muss man, da sind meine, ja, gut, auf jeden Fall, sorry, über die Jahre muss man lernen, komm mit mir. Was werde ich hier jetzt noch verleugnen? Warte mal, der hat gestern mit mir, was hat der Franz gesagt? Du bist narrisch bist du. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Sorry, wo war ich hin? Bei der Tasche. Okay, nein, was die Tasche? Naja, ich bin ja bei dir. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die natürlich gleich irgendwelche Vermutungen angestellt haben und gesagt haben, da ist dies drin, da ist das drin. Und ich glaube, dadurch, dass man nicht weiß, was drin ist das, was die Leute sich vorstellen, wie du es gerade schon gesagt hast mit deinem Ü-Ei-Vergleich, viel, viel schlimmer, viel, viel größer, als die Wahrheit wahrscheinlich am Ende des Tages ist. Ja. Die Sache ist, nein, es kann so sein, es kann aber so sein. Eben. Der Moment, ich will nur sagen, der Moment, wo ich Ottmar Zeiter entscheide, es der Öffentlichkeit mitzuteilen, das mache ich dann, wenn ich Lust drauf habe und ich Spaß drauf habe. Nicht, weil irgendeiner irgendwie nur denkt, dass er mich psychisch oder mental so unterdrückt hat, dass ich jetzt mit der Sprache rauskomme und eventuell lüge und eventuell bla bla. Nein, mein Freund. Ich frage auch deine Mutter nicht, was sind sie in ihrer Handtasche hat, wenn ihr auf der Straße rumläuft. Die Sache ist, ich frage gar nicht, hat deine Mutter wirklich eine Tasche? Was ich damit sagen möchte, immer nicht voreilig einfach irgendwas lesen, bla 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 und reagieren. Natürlich natürlich ist Dan White nicht dahin gekommen und hat irgendwas erzählt. Aber Dan White hat selber auch gesagt, ich weiß selber nicht. Ich nehme ihn nichts übel. Er hat Sicherheitsleute, die kommen zu ihm und die sagen so. Und wo hat das Hand und Fuß? Aber okay, vom Balkon, bla bla bla. Der denkt sich, okay, irgendwo hat das Hand und Fuß, die ganze Geschichte. Dann erzählt er das. Der hat selber im Interview gefragt, ey, sollen wir das wirklich jetzt erzählen oder erzählen wir jetzt die Geschichte? Verstehst du, was ich meine? Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nicht sagen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich will nicht sagen, dass irgendwas stimmt. Sollst du meine Worte veröffentlichen, möchte ich, dass das alles drin ist, damit gar nichts aus dem Kontext rausgerissen werden wird. Verstehst du, was ich meine? Das ist mir wichtig. Ich sage jetzt gerade gar nichts. So gesehen ist nur halt kein Kommentar zu dem Vorfall, zu der Tasche an sich. Ich rede jetzt allgemein im Leben. Kann sein, dass jemand dir was unterstellt. Kann sein, du bist wirklich schuldig. Kann sein, aber wirklich dir ein kleines Rätsel, weil ich habe wirklich vor dir eine marokkanische Presse versprochen, dass ich, wenn ich so ein bisschen offener über das Thema reden sollte, dass ich bei ihm anfange. Verspreche dir das, also im deutschsprachigen Raum, würde ich dir sagen. Ich würde sagen, was, wie, wo, warum, weshalb, etc. Aber was ich was ich wirklich jeden wissen möchte, ist nicht, weil irgendeiner denkt, oh, ich unterdrücke den, was ist jetzt da, wir gehen denen so auf die Nerven, bis der das sagt. Nein. Und auch, ey, wir feiern dich seit Jahren, wir unterstützen dich, du schuldest uns. Ich schulde dir gar nichts. Ich habe noch nie was von dir ausgeliehen. So genauso frage ich nicht, was in deiner Schwesters Tasche ist oder was in deiner Mutters Tasche ist oder bla bla bla. Natürlich wollen die wissen auch irgendwie, was ich darüber denke. Aber ich bin Herr meiner Gedanken. Und ich entscheide, wann ich meine Gedanken frei äußere oder nicht. Und die ganzen Worte, die ich hier sage, ist halt mehr Rätsel als. Aber das ist mein Wecker, das ist nochmal zum Training. Bist du aufgestanden, bevor der Wecker geklingelt hat? Das ist ja.
Ja, ja, Vorbildlich. ernsthaft, wirklich. Ja. Was Okay, dann eine ich. Sache verpasse ich nie, das ist Morgensgebet, aber heute, Allah subhanallah, khair schon. Ja. Auf Ähm, jeden Fall, oh, ja, Jetzt bitte. ist es ja so, dass im Prinzip Dana White, du hast es gerade gesagt, relativ schnell gesagt hat, der ist erstmal raus. Das Ding ist jetzt wieder vom Tisch, du bist wieder drin oder warst nie raus. Ähm, Marc, tu mir einen Gefallen, ich gebe dir jetzt den Israel zurück und ich verspreche dir, dass ich die Tage mal mit dir offen rede, okay? Schießen wir alles mal los, okay? Das ist ein Wort. Ortmann, hau Ein, rein. Ein letzter Satz noch. Weißt du schon, wann du das nächste Mal kämpfen wirst? Jetzt bist du ja wieder drin. Digga, bist du fit? Wann geht's also los? ich bin hauptsächlich hier für meinen Bruder Abu, Ja, bin aber wirklich gleichzeitig am Trainieren, versuche mich mental so darauf vorzubereiten, als ob ich einen Kampf hätte. ja. Wenn ich kämpfen sollte, dann vor Ramadan. Ich habe gestern meinen Gegner gesehen und ich habe ihm gesagt, lass hochgehen und ja, habe ich wirklich gemacht. Ich habe die Videos, werde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich die veröffentliche oder nicht. Naja, auf jeden Fall zum Joke, ja. Weil die Sache ist, eventuell äh, könnten wir eventuell vor Ramadan kämpfen, aber es ist auch eine Frage, die nicht ich nur entscheide. Ich würde gerne, weil es ein offenes Kapitel ist, nur deswegen, nichts aus irgendwelchen persönlichen Grund. Aber es ist eine Frage, was auch Ali, mein Bruder, mir sagt, lohnt sich, der hat gerade verloren, du hast da nichts Ja. zu gewinnen. Man weiß nicht, es ist schwer. Das ist so, dass wir dürfen niemals Emotionen mit einfließen lassen. Viele Leute haben das früher gemacht und viele Leute haben es in meiner Vergangenheit versucht. Aber Alhamdulillah, ich habe mich wirklich, was das Thema angeht, Arbeit, Professionalität, nie von meinen Gefühlen lenken lassen. Gestern wurde ich auch gefragt, was denkst du, Blachowitsch oder Adesanya? Ich habe gesagt, ganz ehrlich, 50-50 natürlich. Aber ich denke eher Adesanya. Warum? Ich habe ihn kämpfen gesehen gegen Romero, ich habe ihn kämpfen gesehen gegen Costa. Die beiden haben versucht, mittendrin, beziehungsweise haben mittendrin so ein bisschen Scherze gemacht, gespielt, bla 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 bla. Er hat sich auf niemand seine Spiele eingelassen. Er hat das, was er sich vorgenommen hat als Gameplan, vorgenommen hat, ist er treu geblieben und hat sich nicht ablenken lassen. Jeder sollte die kämpfen. Ich denke, da ist er auch nicht so weit gekommen ist, weil er so begabt und stark ist, wie er ist. Aber sondern auch diese kleine Prise Seriosität, Ernst, Heftigkeit, Gefühle rauslassen aus dem Käfig, professionell fokussieren, was war der Plan, was trainieren wir 6 Wochen. Hör mal, wenn es eine Schlägerei wäre, da brauche ich keine Vorbereitung. Noch nie habe ich mich geschlagen und habe gesagt, Moment, lass mich dehnen, lass mich vorbereiten. Hey, da gibt's das, da kannst du Gefühle mit einmischen. Aber wenn es um einen Kampf geht, 6, 7 Wochen bist du nicht am Vorbereiten und dann gehst du da rein und der Typ macht dir, dann greifst du den an, so als ob er dich, und dann bist du nicht professionell, dann bleib lieber zu Hause oder geh in irgendeine Kneipe und prügel dich da. Hier ist mein Nordaif. Salam alaikum. Ortmann, besten Dank. Schönen Gruß an deinen Bruder und Ismail, schön, dass wir dich jetzt doch nochmal vor die Linse bekommen haben. Ein, zwei Fragen habe ich nämlich tatsächlich auch noch. Aber schön, dass wir dich jetzt auch nochmal mit drin hatten. Maximal 10 Minuten, der muss raus. Wir Ja, müssen ja, wirklich zum Training. wir beeilen uns. Alles klar.